Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Arktis die Combat Pants. Letzte Woche haben wir euch von Arktis das All Climate Field Shirt vorgestellt. Heute gibt es die Combat Pants dazu. Combat Pants ist eigentlich nicht der passende Begriff. Arktis hat sie halt mal Combat Pant genannt. Die eigentliche Arktis Combat Pant ist unserer Meinung nach die Ranger Pant. Aber so heißt sie normal und deswegen stellen wir sie auch so vor. Unserer Meinung nach ist sie eigentlich eine klassische BDU, die aber über ein paar Features verfügt, die halt die Hose sehr modern machen. Die Arktis Combat Pant ist im Einsatz bei den französischen Gebirgstruppen, bei den niederländischen Scharfschützen und bei der britischen Polizei. Gibt es in verschiedenen Farbvarianten und Tarnmustern selbstverständlich auch. Es gibt auch zwei Varianten. Das hier ist jetzt die normale Arktis Combat Pants. Es gibt nochmal die Waterproof Combat Pants und die hat nochmal ein Innenfutter mit versiegelten Nähten, und dieses Innenfutter ist nochmal zusätzlich DWR beschichtet, das heißt, die ist dann auch wirklich nochmal 100% wasserdicht. Hier haben wir auch eine DWR-Beschichtung, was das Wasser natürlich abperlen lässt, aber ist natürlich trotzdem nur eine ganz normale Hose, die natürlich dann auch nass wird. Aber aufgrund der Materialzusammensetzung, nämlich 50% Polyester und 50% Baumwolle, auch wieder schnell trocknend ist. Das hat natürlich auch noch weitere Vorteile. Wir haben eine hohe Atmungsaktivität, wir haben durch das Ripstop-Gewebe eine hohe Reißfestigkeit und natürlich auch bei einem 50-50-Gemisch ist es auch schwer entflammbar, tropft nicht, schmelzt nicht oder wie der Amerikaner sagt, no melt, no drip. Von der Ausstattung her seht ihr hier auch schon einige Unterschiede zu einer normalen BDU-Pant, wie man sie von den Amerikanern kennt. Das fängt hier oben mit dem Schritt an tatsächlich. Wenn ihr hier mal schaut, seht ihr hier überhaupt keinen Knopf. Es gibt auch keinen Knopf. Das System ist so gedacht, dass ihr hier rechts und links an der Seite einen Dreisteg habt, mit dem ihr mit einem Gurtband das Ganze hier anziehen könnt. Und darunter verbirgt sich nochmal ein Klett. Und mit dem Klett könnt ihr dann die Weite einstellen. Das hat einen riesigen Vorteil gegenüber anderen Hosen, dass ihr hier massiv Platz habt in der Größenvariation. Also das heißt, wenn ihr eine Loftjacke in die Hose reinstecken würdet, theoretisch, würde das hier ohne weiteres funktionieren, weil ihr bis zu 6 cm pro Seite variieren könnt in der Größe, einfach dadurch, weil das hier komplett verstellbar ist. Das Ganze geht dann auch in die Hosentasche über, also die Hosentasche ist hier quasi mit dem ganzen System verbunden. Je enger das macht, desto kleiner wird dann auch der Eingriff in die Hosentasche, aber bei einer normalen Körperstatur hat man trotzdem noch hier durch den Winkel genügend Platz, um in die Hosentasche einzugreifen. Die sind auch ganz simpel ausgeführt, das heißt keine Verstärkung für eine Messertasche oder eben keine Innentaschen, sonstige Organisationen, keine D-Ringe zum Sichern von Ausrüstung, ganz einfache große Innentasche, um eben mal schnell die Hände zu parken oder eben Kleinteile einbringen zu können. Ja, dann bleiben wir gleich hier oben beim Bund. Der ist nämlich natürlich auch durch dieses System hier oben, dass hier der Knopf fehlt, hat man natürlich den riesen Vorteil bei einem Battlebelt oder auch eben bei einer Dienstkoppel-Einsatzgürtel, dass hier nichts ist, was unter dem Gürtel drückt. Kein Knopf, kein gar nichts, sondern hier ist einfach flache Fläche. Das heißt, der Gürtel kann da perfekt aufliegen. Und die Gürtelschlaufen, die hier verwendet werden, sind passend für Gürtel mit einer Breite von bis zu 60 mm. Das heißt, auch hier hat man massiv Platz, um die Gürtel auch wirklich durch die Schlaufen durchführen zu können bei Bedarf. Von den Schlaufen hätten wir uns vielleicht ein paar mehr gewünscht. Da sind insgesamt nur 4 verfügbar, pro Seite 2 Stück. Aber es funktioniert natürlich, weil der Gürtel vorne hält und dann hinten einfach nur noch fixiert wird. Für das kleine Geschäft kann man dann hier vorne den Reißverschluss öffnen. Der geht auch nur von unten nach oben auf. Das heißt, ich habe hier den Zipper, muss den von unten nach oben öffnen und habe dann hier auch nochmal eine überlappende Flappe. Das heißt, der Pipimann ist immer gut geschützt vor Staub, Dreck und allem anderen. Wer schnell mal auf Toilette muss, hat hier vielleicht dann, war nicht schnell genug, aber dass ihr es einfach mal gehört habt, wie das hier mit der Pipi-Funktion funktioniert. Gehen wir mal weiter zu den Taschen. Wir haben einmal neben den normalen Hosentaschen haben wir 2 Gesäßtaschen mit einer Flappe, genauso auch wie die Oberschenkeltaschen. Die sind jeweils mit einem Canadian Slotted Button verschlossen, mit einem einzigen in der Mitte. Das heißt, leise Bedienung der Hose. Große Öffnung oben,
wo ich dann eingreifen kann. Auch hier wieder keine Unterteilung und keine Organisation in der Tasche, aber ich habe hier eine umgelegte Falte. Das heißt, man kriegt hier schon relativ viel rein, auch in diese Oberschenkeltaschen und genauso auch in die Gesäßtaschen. Das heißt, wir haben insgesamt 6 Taschen. Für eine Combat Pant wäre das theoretisch relativ wenig, wenn man das mit anderen modernen Hosen vergleicht. Aber wie gesagt, wenn man das als Field Pant betrachtet, völlig ausreichend, weil da ist unserer Meinung nach ganz wichtig, dass man maximalen Komfort, Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität hat. Es geht weiter mit den Knien. Die sind ganz normal ausgeführt, kein gedoppeltes Material und keine Knieeinsätze bzw. Einschübe, wo ich Einsätze einbringen kann. Also auch eine ganz normale Hose ist dafür gedacht, wenn man mit Knieschonern arbeitet, die klassisch oben aufzumachen, oben aufzuziehen und dann mit Straps ums Bein rumzuwickeln. Bei dem Hosenabschluss, da hat man hier wieder ein paar moderne Elemente untergebracht, und zwar zum einen, dass ich hier auch leicht einsteigen kann in die Hose, habe ich hier einen Zipper, der geht bis oberhalb der Wade oder unterhalb des Knies, je nachdem, wo man es sieht. Und den kann ich natürlich entweder auch offen tragen, um hier dann so ein bisschen ein weites Bein zu haben, wenn ich das denn möchte. Oder aber, wenn ich dann eingestiegen bin in die Hose, kann ich das Ganze natürlich hier auch wieder zuziehen. Habe dann hier unten auch nochmal ein Zugband mit Kordelstopper hinten und vorne. Das mache ich jetzt einmal auf, damit man das hier auch wirklich schön zumachen kann. Und dann kann ich hier auch den Zipper bis ganz nach unten verschließen. Und dann seht ihr schon, die ist dann wirklich press auch um den Schuh, wenn ich den Kordelstopper zumache. Das heißt, jetzt habe ich ihn komplett offen, kann das Ganze hier verschließen, kann jetzt noch das Ganze mit den Kordelstoppern anziehen und dann habe ich hier das Ganze ordentlich verschlossen. Das Einzige, was mich jetzt persönlich hier stören würde, ist das Zugband, dass man das hier nicht vernünftig versorgen kann. Das muss man jetzt hier einfach um den Kordelstopper wickeln oder halt kürzen, je nachdem, wie ihr eure Hosen immer tragt. Nur, dass ihr es einmal gehört habt, das ist einfach nochmal eine wichtige Sache. So, und damit hättet ihr das Hosenbein eng um den Schuh anpassend fixiert und damit ist die Sache unten auch dicht. Das waren im Endeffekt schon alle Features, die die Hose zu bieten hat. Wie wir es schon zu Anfang gesagt haben, für eine Combat, also wenn sie unter dem Namen Combat Pant läuft, ist sie eigentlich relativ spartanisch ausgestattet, aber wir finden gerade das sehr, sehr gut. Einfach als Alternative, eine Field Pant, also eine Alternative zur BDU Pant. Und da ist sie unserer Meinung nach weit voraus, weil sie einfach nicht hier diese typische Knopflösung vorne hat, hier mit den großen Canadian Slotted Buttons arbeitet und hier auch nochmal den Reißverschluss hat für den schnellen Einstieg. Kommen wir zum Fazit. Unserer Meinung nach ist die Arktis Combat Pant eigentlich nicht als Combat Pant zu sehen, sondern als klassische BDU oder Field Pant, nur eben mit modernen Elementen. Natürlich muss man jetzt sagen, sie hat jetzt nicht viele Features, aber genau das ist es vielleicht, was der ein oder andere von euch sucht. Wir haben euch in letzter Zeit häufig völlig mit Features strotzende Combat Pants vorgestellt, die mit vielen Taschen waren. Einige haben kommentiert, die Taschen vorne drauf sind voll hässlich. Das ist natürlich eine ganz klassische Hose, was sie natürlich ultra leicht macht, sehr, sehr bequem und atmungsaktiv. Von daher ist die Arktis Combat Pant auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Und wer was noch Wasserdichteres sucht, sollte sich dann die Arktis Waterproof Combat Pants noch anschauen. Beide Hosen können wir auf jeden Fall empfehlen. Gibt es bei Recon Company, der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr zu dieser Hose? Habt ihr sie vielleicht selbst schon im Einsatz oder habt davon gehört? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt sauber. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.